Agrippina ist diese wunderbare Kombination von politischer Intrige, Familiendramen, böse Komödie. Für einen Regisseur ist das eine wunderbare Kombination von Stoffen zu haben. Es ist nur 8 Menschen auf der Bühne, kein Chor, kein Statisten. Das bedeutet, man hat eigentlich eine Kammerspiel voll von Emotionen. Well, I think it's his first major international success, and first piece of top quality, which would survive into the repertoire for the whole 20th century, 21st century. And at that time he didn't know that, but now we know it. Ein Spiel um Macht und Liebe. Dabei ist jedes Mittel recht. Die Fäden zieht eine scharf kalkulierende Frau und kommt mit ihren Intrigen ans Ziel. In diesem Stück, man sieht ein sehr dreidimensional Frauen. Man sieht auch die Unsicherheit. Man sieht auch die Paranoia. Man sieht auch die Privatsachen. Man sieht unglaublich monströse Manipulation. Man genießt das als Zuschauer, dass so ein Mensch kann so frech sein. Aber sie ist klug. Sie ist auch ein sehr widersprüchlicher Figur. We have to accept the comic side of this because we have to accept the ludicrous and comic nature of these characters. And because we know that Agrippina is who she is, and had, probably a terrible end. In a way, she's one of the first tragic heroines of opera. Das Stück war für den venezianischen Karneval geschrieben. Der Karneval in Venedig war nicht nur ein Spaß. Das war etwas sehr Besonderes, hat zu tun mit Fassaden und Spielen. Und das ist eigentlich ein großes Thema von Agrippina. So ist Händels Oper eine raffinierte Mischung aus Opera seria und bitterböser Komödie mit einer zutiefst ironischen Moral. Am Ende siegen Frechheit und Skrupellosigkeit. What is also interesting is that the funny part of the opera also happens by the situation. I don't think we as actors and singers need to act funny, but the situation itself is funny. Auch Popea, alias Elsa Benoit, ist an dem Machtspiel mit sexuellen Abhängigkeiten beteiligt. The more the opera goes, the more power she gets and the more excitement she gets from it too. And at the same time, she also will get her lover back, which of course makes her really, really happy. There is everything in her music. It's amazing. There is first, like this first aria is really beautiful about her enjoying beauty and jewels, and it's really beautiful and soft and flowers. But then suddenly there is this idea of vengeance. Like she doesn't understand that her lover left her, so she's like, what happened? And then the music is completely different. Agrippina manipuliert in ihrem Streben nach Macht sämtliche Menschen um sie herum, selbst ihr Sohn Nerone. Gesungen von Franco Fagioli, den sie um jeden Preis auf den Thron bringen will, ist dabei in erster Linie ein Spielball in ihrer Intrige. Nerone in this libretto is a child. It's almost in between a child and a teenager. So it's not the Nerone that maybe the story get us to know, the one that fired Rome, the one that killed the Christians. No, it's a very young Nero in this opera, being manipulated by his mother, Agrippina. In some way, she damaged seriously her own child. The tessitura is high, that gives us the impression of a teenager or a child. And also the melodies are quite chromatic, the harmonies, and
are not the typical Handelian melodies, are a little bit more twisted, you know? And I think that goes perfectly with this kind of loneliness and also confusion that this child, Nero, suffers. Und wir enden mit der Privat-Agrippina allein und eigentlich, dass dieser große Machtspiel, dieser große intrigante Machtspiel bringt eigentlich am Ende nicht die Satisfaction, dass sie gedacht hat.